Anfang eines neuen Jahres ist der Blick nach vorn auch ein Blick ins Ungewisse. Und manche Frage kann sich einstellen, wie wird alles weitergehen? Es kann ein flaues Gefühl im Magen verursachen und uns vielleicht die Sicht versperren. Oder es ist auch der Blick zurück, der die freie Sicht nach vorn verstellt. Das heißt, das, was zurückliegt, was wir nicht mehr ändern können, das lastet noch auf uns und meldet sich manchmal. Manchmal kann das dann auch fast so ein wehmütiger Gedanke hinterlassen. Ich wünschte, ich hätte eine Palliativpflegerin, die jahrelang Sterbende begleitet hat, hat mal da in einem Buch das alles aufgezeichnet, was die dann so am meisten bereuen, Sterbende. Und sie hat gesagt, unter anderem war immer wieder der Gedanke, ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Ja, wir sind hier am Reschensee in Südtirol. Und das ist dieser Kirchturm hier mitten im See. Das ist so ein Wahrzeichen von diesem Ort. Und es sieht aus wie aus einem Märchenbuch. Gleichzeitig erzählt dieser Turm auch ein dunkles Kapitel Südtiroler Geschichte. Vor über 70 Jahren, im Sommer 1950, wurde für einen Staudamm die Ortschaft Graun vollständig geflutet. Viele Familien verloren ihre Heimat. Ein Dorf ist versunken. Aber dabei ist es nicht geblieben. Die Geschichte ist weitergegangen. Heute ist der Turm ein beliebtes Postkarten- und Postermotiv, eine Attraktion für Touristen. Und er gehört selbstverständlich mit ins Bild, mit seiner dunklen Geschichte und mit der Versöhnung damit. Vielleicht macht sie sogar den eigenen Reiz dieser Landschaft aus und ihre Faszination. Ja, wir haben sicher auch manche Stürme oder manche Schwere erlebt, ähnliche Dinge. Es kann sein, dass manche unserer Träume auch untergegangen sind, manche Sehnsüchte sich nicht realisiert haben. Aber muss es dabei bleiben? Ich meine, ist das so, dass diese schweren Dinge in unserem Leben uns daran verhindern, glücklich zu werden? Das muss doch nicht sein, oder? Albert Einstein sagt einmal, es gibt 2 Arten, sein Leben zu leben. So, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles eins. Ich glaube an Letzteres. Und wenn wir wirklich anfangen, unseren Blick zu weiten, einfach auch die andere Seite der Medaille zu sehen und neue, erfrischende Sichtweisen zuzulassen, dann sind wir auf dem besten Weg, uns mehr Glück zu erlauben in unserem Leben. So wie es auf einer Spruchkarte mal heißt, das größte Geschenk, das wir uns machen können, ist, uns vom Leben überraschen lassen. Dann sind wir offen für jedes Wunder. Oft haben wir so gelernte Muster, auf Sachen zu reagieren. Aber es lohnt sich auch, mal die andere Seite anzusehen. So ein anderer Blick auf die Situation, eine andere Perspektive einnehmen. Das ist zum Beispiel dieses ganz bekannte Beispiel von dem halbleeren Glas oder halb voll. Ja, manchmal tut es gut, einfach mal einen anderen Blick auf die Sachen zu kriegen. Jemand erzählt, wie ein guter Freund von ihm auf Nachrichten reagiert, die vielleicht eher unangenehm sind. Der musste zum Beispiel letztes Jahr noch vor Weihnachten, also kurz vor Weihnachten, ins Krankenhaus für eine Knie-OP. Und die Leute in seiner Umgebung haben dann gesagt, um Gottes Willen, jetzt noch ins Krankenhaus. Aber er hat ganz anders reagiert und hat gesagt, er freut sich, weil jetzt kann ihm geholfen werden. Das ist halt wirklich ungewohnt, so eine Reaktion, aber eigentlich stimmt es wirklich. Wir sehen manchmal nur das Unangenehme und nicht das Positive daran. Und wie wäre es, wenn wir das ein bisschen üben würden, auch wenn uns zum Beispiel bei der nächsten Erkältungswelle auch eine Erkältung erwischt, irgendwie auch zu sehen, okay, das ist zwar unangenehm, aber unser Körper, der braucht jetzt vielleicht die Erholung. Und die gönnen wir ihm jetzt einfach und jetzt können wir mal aus diesem Hamsterrad aussteigen. Der englische Missionar und Autor
Johnny Baker heißt er, hat erzählt, dass er einmal so eine Mission hatte und da sollte er eine Woche lang etwas Kreatives so anbieten. Und er kam dahin und dann war alles ganz anders, als er sich das vorgestellt hatte. Und er wusste nicht so recht, was er so machen soll und so und kam irgendwie nicht so ganz gut zurecht und fühlte sich schlecht. Und dann hat ein Kollege ihn da mal eingeladen zum Kaffee und er sagte, er hat das nie wieder vergessen, was dieser eine ihm sagte: Du bist so anders, du passt nicht dazu und das ist deine Gabe. Ich fand das eine interessante Aussage. Ja? Also, und er sagte, ja, das ist manchmal so, manchmal hilft es, aus einer festgefahrenen Situation oder so herauszukommen, wenn jemand so ganz mal anders ist. Ich meine, wir spüren das irgendwie schmerzlich manchmal, wenn wir nicht irgendwo dazu passen oder wenn wir anders sind, aber manchmal ist es gerade gut. Ach, interessant. Ja, und ich denke, da kann man uns auch fragen, also wie ist das? Wir können aufhören mit diesem ständigen Vergleichen oder so, weil das ist gerade was Gutes und wir empfinden, dass wir anders sind. Was ist das, was Gott in mich hineingelegt hat, was mich so anders macht, aber was auch meine Gabe ist? Und auch das Alleinsein, von dem wir uns ja manchmal so fürchten, ist noch eigentlich kein Grund zum Unglücklichsein. In einem Buch über das Alleinsein, da heißt es zum Beispiel, im Alleinsein, da können wir uns auch immer wieder der Bewertung von anderen entziehen und unsere wahren Bedürfnisse erkennen. Da können wir uns selbst genug sein. Ich finde es ein schöner Satz. Ich glaube, das ist die positive Botschaft, dass es so Räume gibt, wo wir einfach ganz uns selber sein können und unabhängig werden von der Bewertung anderer. Auch hier ist es wieder einfach eine andere und eine erfrischende Sichtweise, die uns gut tut. Das ist die Kunst, die andere Seite zu sehen. Es gibt nämlich nicht nur eine Seite, sondern immer zwei Seiten von einer Sache. Ja? Genau. Und es gibt auch eben das Schöne oder die Seite des Wunders. Und es ist nicht nur, also man muss sich da ein bisschen drin trainieren, aber es geht nicht nur darum, Positive Thinking oder eben sich einreden, dass etwas besser ist, als es ist, sondern wirklich diesen Blick, das einen ermöglicht, glücklich zu sein. Also das Gute, das Positive zu sehen und sich darin zu trainieren, das so zu sehen. Wir verabschieden uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.